Hallo! Wir begrüßen Sie zu diesem Video über FlexPro, die Analyse- und Präsentationssoftware für Messdaten von Weissang. Das Ziel dieses Videos ist es, eine allgemeine Einführung in die Funktionen von FlexPro zu geben, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Dazu behandeln wir 3 wesentliche Punkte: den Import von Messdaten, die Erstellung und Bearbeitung von Objekten wie Diagrammen, Dokumenten oder mathematischen Analysen und die Automatisierung ihrer Auswertungen und Präsentationen ohne jegliche Programmierung. Also, fangen wir an. Hier sehen Sie das Hauptfenster von FlexPro mit dem aus den Microsoft Office-Produkten bekannten Menüband. Alle Befehle und Einstellungen werden übersichtlich auf mehreren Registerkarten dargestellt. Ich importiere die Messdaten unter Start, externe Daten, importieren. Es öffnet sich ein Navigationsfenster, in welchem Sie eine oder mehrere Dateien auswählen können, die Sie importieren möchten. In FlexPro können Sie über 60 verschiedene Dateiformate verwenden. In diesem Beispiel verwenden wir DaisyLab-Dateien. Nach der Installation von FlexPro finden Sie die Dateien im Ordner Öffentliche Dokumente. Wählen Sie einfach eine oder mehrere Dateien aus und klicken Sie auf Öffnen. FlexPro wählt automatisch das passende Format zum Import der Datei. Wenn Sie nicht alle Kanäle importieren möchten, können Sie in diesem Dialogfeld eine Auswahl treffen. FlexPro importiert standardmäßig die gesamte Datei. Anschließend öffnet sich das Dialogfenster zur Überprüfung der Einheiten. Mit FlexPro können Sie nicht nur mit reinen Zahlenwerten arbeiten, sondern diese auch mit Einheiten zu physikalischen Größen kombinieren. FlexPro kann bei Berechnungen automatisch die Ergebniseinheit ermitteln, Einheiten automatisch aneinander anpassen und Einheitenfehler erkennen. In dem Fenster können Sie überprüfen, ob FlexPro alle Einheiten in Ihrer Messdatei korrekt erkannt hat. Nach dem Import finden Sie die Daten in der Objektliste im Ordner Measurement 1. Der Ordnername entspricht dem Namen der Messdatei. Die Objektliste selbst ist das Äquivalent zum Datei-Explorer in Windows. Wenn Sie den Mauszeiger über einem Kanal platzieren, werden die entsprechenden statistischen Informationen wie zum Beispiel die Anzahl der Werte, das Minimum oder das Maximum angezeigt. Nachdem Sie einen Kanal ausgewählt haben, sehen Sie im unteren rechten Fenster eine Vorschau der Daten. Und wenn Sie auf einen Kanal doppelklicken, werden die darin enthaltenen Werte im Arbeitsbereich angezeigt. Als nächstes werden wir die Daten in einem Diagramm darstellen. Ich wähle das gewünschte Signal Voltage in der Objektliste aus und erstelle ein Diagramm mit dem Diagrammassistenten unter Einfügen, Diagramme, Diagrammassistent. Im Diagrammassistenten sehen wir die Vorschau des gewählten Diagrammtyps und Untertyps. Klicken Sie nun auf Fertigstellen. Damit wird ein neues Diagrammobjekt in der Objektliste erstellt und im Arbeitsbereich geöffnet. Im Moment befindet sich das Diagramm im Entwurfsmodus. Klicken Sie auf An Fenster anpassen, um es zu vergrößern. Für die visuelle Analyse können Sie die Cursor aktivieren, indem Sie im Menü 2D Diagrammentwurf Cursor die Schaltfläche Ein- ausdrücken. Der führende Cursor erscheint in der Mitte des Diagramms. Der Ursprungscursor befindet sich am X-Achsen-Ursprung und wird derzeit von der Y-Achse verdeckt. Sie können den Cursor mit der Maus bewegen, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Sie können in die Kurve hineinzoomen, indem Sie mit der linken Maustaste einen Bereich auswählen. Nach einem Klick auf Bildausschnitt wiederherstellen erscheint wieder die ursprüngliche Ansicht. Verwenden Sie Spreizen, um in den Bereich zwischen den beiden Cursoren zu zoomen. Um wieder herauszuzoomen, klicken Sie erneut auf Bildausschnitt wiederherstellen. Im Cursor-Modus können Sie wichtige Punkte Ihrer Kurve markieren. Positionieren Sie dazu den Cursor auf den gewünschten Punkt und drücken Sie die Eingabetaste. Standardmäßig werden die Koordinaten des Kurvenpunktes im erzeugten Marker angezeigt. Die X- und Y-Werte der beiden Cursor und ihre Differenzen werden im Koordinatenfenster angezeigt. Es ist auch einfach, verschiedene Arten von Maßlinien auf Kurven anzuwenden. Wenn Sie zum Beispiel die Cursor auf 2 charakteristische Punkte setzen und unter Cursor Marke setzen die Option Horizontale Bemaßungslinie wählen, fügt FlexPro eine Bemaßung zwischen den X-Koordinaten der beiden Punkte ein. Schauen wir uns nun den Diagrammentwurf an. Klicken Sie auf Ein-Aus, um den Cursor-Modus auszuschalten. Ändern wir nun die Farbe der Kurve. Klicken Sie dazu auf die Kurve.
Wählen Sie unter Format, Linien, Farbe die gewünschte Farbe. In FlexPro können Sie Ihr Ziel oft auf verschiedenen Wegen erreichen. Statt über das Menü können Sie die Farbe auch im Dialogfeld Eigenschaften der Kurve ändern. Nach Auswahl der Kurve kann das Dialogfeld Eigenschaften über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste geöffnet werden. Schneller geht es jedoch mit einem Doppelklick auf die Kurve im Diagramm. Dies gilt auch für alle anderen Elemente des Diagramms. Nach einem Doppelklick auf die X-Achse öffnet sich das Dialogfeld Eigenschaften mit der entsprechenden Registerkarte, die die Option für das angeklickte Element anzeigt. Nun fügen wir das Signal Current in das Diagramm ein, verbinden es aber mit einer neuen Y-Achse, da die Einheiten unterschiedlich sind. Dies lässt sich leicht bewerkstelligen, indem man die vorhandene Y-Achse auswählt und an den rechten Rand kopiert. Drücken Sie dazu die STRG-Taste, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten und die Achse verschieben. Die neue Achse befindet sich nun auf der rechten Seite des Diagramms. Das Stromsignal kann dann aus der Objektliste ausgewählt und auf die neue Y-Achse gezogen und fallen gelassen werden. Unser Diagramm hat nun eine Y-Achse für die Spannung auf der linken Seite und eine weitere für den Strom auf der rechten Seite. Wie Sie sehen können, hat FlexPro die Skalierung der Achsen automatisch an die Werte der Signale angepasst. Als nächstes werden wir ein Dokument erstellen. Stellen Sie sich das Dokument als ein Blatt Papier vor. Hier können Sie Diagramme, Texte und Tabellen anordnen und dann zum Beispiel auf einem PDF-Drucker ausgeben. Normalerweise verwenden Sie Dokumente, um Berichte zu erstellen. Sie können ein neues Dokument unter Einfügen, Container, Dokument erstellen. Der Befehl ist ausgegraut, da der Fokus derzeit auf dem Diagramm liegt. Wenn Sie in die Objektliste klicken, ändert sich der Fokus und die Befehle zum Einfügen von Objekten werden zugänglich. Klicken Sie auf Dokument, um ein neues Objekt in der Objektliste anzulegen und es automatisch im Arbeitsbereich zu öffnen. Sie können nun das Diagramm direkt aus der Objektliste in das Dokument ziehen. Unter Dokumententwurf, Illustrationen, Beschriftung können Sie einen Titel für das Dokument hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beschriftung und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte Stelle im Dokument. Im Dialogfenster zur Bearbeitung des Textes geben Sie zum Beispiel Spannung und Strom ein. Textfelder können jederzeit in der Größe verändert und neu positioniert werden. So einfach ist es, ein Dokument mit einem Link zu einem Diagramm und einem Titel zu erstellen. Um Ihren Bericht als PDF zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument und wählen Sie Exportieren. Wenden wir uns nun den mathematischen Analysen zu. In FlexPro können Sie auf einfache Weise Berechnungen mit vordefinierten Analyseobjekten durchführen oder eigene Formeln erstellen. In unserem Beispiel werden wir eine Fourier-Transformation auf das Ultraschallsignal anwenden. Ich wähle das Signal Ultrasound Signal aus und erstelle ein Fourier-Spektrum-Analyseobjekt unter Einfügen, Analysen, Spektralanalyse. Es öffnet sich das Dialogfeld Eigenschaften der Fourier-Spektralanalyse, in dem Sie die Einstellungen anpassen können. Nachdem Sie auf OK gedrückt haben, wird ein neues Analyseobjekt in der Objektliste erstellt. Das Vorschaufenster vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck vom berechneten Spektrum. Die Objekte bleiben dynamisch. Sie können also jederzeit die Einstellungen ändern und müssen kein neues Objekt erstellen. Wenn Sie zum Beispiel auf das Analyseobjekt doppelklicken und als Spektrumstyp Amplitude wählen, können Sie das Ergebnis nach der Änderung im Vorschaufenster sehen. Wir ändern den Spektrumstyp wieder auf Dezibel, normiert. Wir erstellen nun ein Diagramm, um unser Spektrum darzustellen. Mit dem Analyseobjekt erstellen wir ein Liniendiagramm unter Einfügen, Diagramme, Linie. Dadurch wird ein neues Diagramm in der Objektliste erstellt, in dem das Spektrum auf dem Bildschirm angezeigt wird. Zu guter Letzt wollen wir in der Lage sein, Berechnungen und Präsentationen mit einem Mausklick zu automatisieren. Zur Veranschaulichung werden wir ein neues Dokument mit 2 Diagrammen für das Ultraschallsignal und sein Spektrum erstellen. Unter Einfügen, Container betätigen wir die Schaltfläche Dokument, um ein neues Dokument zu erstellen.
Wir wählen einfach das Signal Ultrasound Signal aus und ziehen es mit gedrückter linker Maustaste in das neu erstellte Dokument. Es wird automatisch ein Diagramm für das Signal erstellt. Das Diagramm wird anschließend zusammen mit dem Spektrum in das Dokument eingefügt. Fügen wir einen Titel mit dem Namen der Messung hinzu. Stellen Sie sich nun vor, dass es sich bei diesem Dokument um einen Bericht zur Messungsanalyse handelt. Normalerweise wollen wir nicht nur eine Messung auswerten. Wie kann diese Analyse also auf andere Messungen angewendet werden? Andere Analysesoftware erfordert, dass Sie alle Vorgänge für die neuen Datensätze wiederholen oder ein Skript schreiben, das dies automatisch erledigt. FlexPro vereinfacht diesen Vorgang erheblich. Alle erzeugten Objekte bilden ein dynamisches Netzwerk und sind miteinander verknüpft. Sie können dieses Objektnetz direkt für andere Messungen verwenden. Lassen Sie uns eine zweite Messdatei importieren. Das geht schneller, wenn wir sie aus dem Daten Explorer Fenster herüberziehen. FlexPro fügt dann einen neuen Ordner mit den Kanälen der Messdatei ein. Dieser Ordner ist nun aktiviert und seine Kanäle erscheinen in der Objektliste. Alle Objekte verwenden nun die zuletzt importierten Daten aus dem Ordner Measurement 2. Die geöffneten Fenster wurden aktualisiert, sobald der aktivierte Ordner geändert wurde. Das Dokument zeigt das Signal der zweiten Messung zusammen mit seinem Spektrum. Sie können ganz einfach mit einem Klick zu den Daten Ihrer ersten Messung zurückkehren. Drücken Sie einfach die Schaltfläche Vorigen Unterordner aktivieren oder Nächsten Unterordner aktivieren oder wählen Sie die gewünschte Messung im Auswahlfeld des Ordnerfensters aus. Die Objekte werden automatisch aktualisiert und das Dokument zeigt die Analyse für die ausgewählte Messung an. Dies kann natürlich auf eine beliebige Anzahl importierter Messdateien angewendet werden. Wir hoffen, dass Ihnen das Video gefallen hat. Wenn Sie Kommentare oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit FlexPro